Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ingrid hatte mich gefragt, kann man bei einem Blockflötenstück auch mal ein paar Verzierungen weglassen und das Ganze vereinfachen, damit man es leichter spielen kann? Das ist eine super Idee, Ingrid, und das wollen wir heute mal gemeinsam tun. Ihr Lieben, bevor es richtig losgeht mit dem Video, muss ich euch leider noch sagen, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich dasselbe Largo der Telemann-Sonate schon mal auf sehr ähnliche Weise in einem Video für euch behandelt habe. Allerdings kann ich das vielleicht damit entschuldigen, dass ich, glaube ich, schon 180 Videos für euch gedreht habe. Und es ist, glaube ich, dieses Mal noch systematischer und noch einfacher erklärt. Und außerdem haben wir noch ein schönes Weihnachtslied drin. Also ich hoffe, die Wiederholung fördert euer Lernen und ihr verzeiht mir diese Doppelung. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Ingrid meint natürlich ausgeschriebene Verzierungen, die der Komponist schon in das Stück hineingeschrieben hat und wodurch vor allem ein barockes Stück manchmal sehr kompliziert erscheinen kann und ihr nicht wisst, wie geht da der Rhythmus, wie geht die Melodie eigentlich, da sind noch Triller drin und eben ausgeschriebene Verzierungen, ganz viele Noten, wovon man nicht weiß, was gehört zur Melodie und was nicht. Und Ingrid hatte das als Kommentar geschrieben unter das Video, das ich vor ein paar Wochen gemacht hatte über die Variationen von Jacob van Eyck. Da haben wir das umgekehrt gemacht. Wir haben geschaut, was macht van Eyck mit einer Melodie, wie macht er sie immer komplizierter und komplexer und mit noch mehr Tönen und Verzierungen. Und Ingrid schlägt jetzt vor, dass wir das mal sozusagen rückwärts machen, also eine Melodie auf ihr Grundgerüst zurückbringen. Und das zeige ich euch an zwei Stücken, nämlich erst an einem ganz einfachen Weihnachtslied, Kommet ihr Hirten. Und danach an einer Barocksonate von Georg Philipp Telemann. Bei dem Weihnachtslied Kommet ihr Hirten habt ihr die Melodie sehr wahrscheinlich im Ohr. Dann ist es für euch nicht so schwer, die Melodie noch herauszuhören, wenn ihr jetzt eine verzierte Fassung davon hören würdet. Oder auch auf diese Art verziert. Oder auch hier könnt ihr wahrscheinlich noch die Melodie Kommet ihr Hirten raushören. Diese Variationen über Kommet ihr Hirten, die habe übrigens ich komponiert und die könnt ihr auch spielen. Ich habe ein Mitspielpaket gemacht, das ihr kaufen könnt. Da könnt ihr 20 Weihnachtslieder mit jeweils lauter solchen schönen Variationen mitspielen, mit mir, mit der Blockflöte, mit dem Cembalo. Ich habe das unten im Infokasten verlinkt. Also jetzt gerade vor Weihnachten könnt ihr euch ja das noch schenken lassen oder also zu Weihnachten oder euch selbst schenken. Also wie gesagt, hier könnt ihr sehr wahrscheinlich die Melodie noch erahnen oder ihr wisst, wie die Melodie geht. Schwieriger wird das zum Beispiel bei einer Barocksonate wie hier dem Largo aus der F-Dur-Sonate von Georg Philipp Telemann. Da zu hören, was ist hier Garnitur, was hat der Komponist als Verzierung schon hinzugeschrieben,
Außer natürlich Trillern und so, die sind offensichtlich, aber er hat ja auch vielleicht, wie bei Kommet ihr Hirten, bei den Variationen, viele Töne darum herum garniert und komponiert und das ist dann schwer zu hören. Also quasi zu wissen, was ist die Grundmelodie, das Gerüst, das Telemann hier im Ohr hatte, als er das geschrieben hat. Und jetzt zeige ich euch das mal anhand von Kommet ihr Hirten. Mal angenommen, euch wäre die Melodie von Kommet ihr Hirten zu kompliziert, so wie sie ist, dann könntet ihr das erstmal vereinfachen, indem ihr nur die Noten spielt, die auf den Hauptzählzeiten stehen. Also immer der Reihe nach. Wir haben hier einen Dreivierteltakt bei Kommet ihr Hirten. Das heißt, wir haben 3 Schläge in jedem Takt. Und wir haben also auch 3 Hauptzählzeiten. So nennt man das. Also die Viertelschläge sind 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr müsst natürlich wissen, wo sind die Hauptzählzeiten, welche Note trifft genau mit einer Hauptzählzeit zusammen und welche Note ist dahinter oder davor. Zum Beispiel die 3. Note von Kommet ihr Hirten ist nicht auf einer Hauptzählzeit. Die erste Note ist auf der ersten Zählzeit, die zweite Note ist auf der zweiten und die 4. Note ist auf der 3. Zählzeit. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Am besten geht ihr mal hin, egal welches Stück ihr vereinfachen wollt und schreibt euch die Hauptzählzeiten auf. Also ich mache da immer so Striche über einer Note, die genau auf die Hauptzählzeit trifft. Und dann geht ihr mal hin und versucht nur die Noten anzuspielen, die auf Hauptzählzeiten treffen. Und das würde dann so klingen. Und da merkt ihr schon, man hört jetzt die Melodie noch raus von Kommet ihr Hirten, aber sie ist jetzt total vereinfacht. Und dann könnt ihr hingehen und langsam wieder was hinzunehmen. Also ich habe jetzt gesagt, okay, ich spiele mal alle Noten, die zwischen der 2. und 3. Zählzeit stehen. Also ich lasse die 1. und die 2. Zählzeit, wie sie ist, in den Noten und ich mache nur noch die 3. Zählzeit, den 3. Schlag vereinfacht. Genauso könnte ich es auch umgekehrt machen. Ich lasse die erste Zählzeit, das ist ja eh immer eine Viertelnote, die lasse ich, wie sie ist. Die zweite vereinfache ich wieder und die 3. spiele ich, wie sie da steht. So, ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden und das wollen wir jetzt mal mit der Telemann-Sonate machen. Wie es der Zufall will, haben wir hier auch einen Dreivierteltakt. Hier ist es jetzt nicht ganz so einfach, weil wir auch Punktierungen sehen und ihr seht Sechzehntel und da denkt ihr, oh Gott, wie soll ich das jetzt machen? Hier braucht ihr dann wieder das Bewusstsein, wie viele Schläge habe ich im Takt? 3, also 3 Hauptzählzeiten und welche Noten befinden sich auf den Hauptzählzeiten. Wenn ihr das jetzt nicht ad hoc hier mit mir könnt, dann setzt euch mal irgendwann in Ruhe hin und macht das selbst. Entweder bei diesem Stück oder bei eurem Stück. Es ist ein bisschen Rechnerei, wenn ihr es nicht direkt schon seht, wo trifft eine Note mit einer Hauptzählzeit zusammen.
Ich würde das jetzt hier mal so machen, dass man nur die Noten anspielt, die auf Hauptzählzeiten stehen. Und wenn vielleicht auf einer Hauptzählzeit gar keine Note steht, dann spiele ich auch keine. Und das würde dann so klingen. Und jetzt könnt ihr in Schritten vorangehen. Ich habe jetzt hier mich dafür entschieden, die Achtelnoten, die jeweils nach einer Punktierung kommen, jetzt mal mit hinzuzunehmen. Im nächsten Schritt habe ich mal alle Achtelnoten mit hinzugenommen. Und falls ihr euch wundert, dass ich jetzt die Triller und die Vorhalte noch gar nicht spiele, das würde ich euch sehr ans Herz legen, die als allerletztes zu üben und hinzuzunehmen. Nämlich genau diese Sache mit den Trillern und den Vorhalten, das verwirrt sehr viele von euch. Das merke ich immer wieder im Einzelunterricht auch. Das sieht kompliziert aus, man muss überlegen, welcher Griff ist das, von welcher Note aus muss ich trillern oder einen Vorhalt spielen. Und das würde ich ganz am Schluss machen, denn das ist tatsächlich auch die verzierteste Garnitur. Alles andere ist erstmal wichtiger, kann man fast sagen. So, und bevor ich jetzt die Triller dazu spiele, würde ich erstmal alle Triller auch nur als Vorhalte spielen, denn ein Triller besteht ja immer aus zwei Noten, aus einer Vorhaltnote und der Hauptnote. Die spiele ich also auch erstmal vereinfacht und die Vorhalte, die schon von Telemann reingeschrieben sind, die spiele ich auch mit. So, und im letzten Schritt nehme ich dann alles hinzu. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Teil. Auch hier gehe ich jetzt wieder hin und spiele nur die Noten, die auf den Hauptzählzeiten erscheinen. Und wenn nicht genau auf dem dritten Schlag im Takt eine Note steht, dann mache ich es nicht. Also ihr habt jetzt hoffentlich gemerkt, im ersten Takt die 2 Sechzehntel am Ende, die habe ich nicht gespielt, denn die kommen nach der dritten Zählzeit. Ebenso wie ein paar Takte weiter, da kommt das gleiche nochmal. Jetzt habe ich wieder die Achtelnoten hinzugenommen, die direkt nach einer punktierten Viertelnote kommen. Und ich finde, das klingt doch auch schon nach einer sehr schönen Melodie. Und alles andere, was wir jetzt schrittweise wieder hinzunehmen, ist auch von Telemann hinzugenommen worden. So ein Komponist,
der wachte in der Regel, denke ich mal, nicht morgens auf und dachte, das mache ich, diese Melodie mit all diesen Verzierungen, sondern der hatte auch erstmal so ein Grundgerüst. Welche Akkorde will ich haben, welche Tonart überhaupt, welche Akkorde, wie könnte die Melodie verlaufen? Und dann hat er sich das andere dazu ausgedacht. So, jetzt haben wir ja immer die Achtel gespielt nach der punktierten Viertel. Und ihr seht, an 2 Stellen in diesem Teil haben wir nach einer punktierten Viertelnote 2 Sechzehntel. Und da 2 Sechzehntel einfach nur so viel sind wie eine Achtel, rechnerisch, nehme ich die jetzt auch mal noch hinzu. Im nächsten Schritt habe ich dann alle anderen Noten hinzugenommen, aber noch nicht die Vorhalte und noch nicht die Triller. Und im weiteren Schritt spiele ich jetzt wieder nur Vorhalte, entweder da, wo sie reingemalt sind, die kleinen Noten, oder da, wo Triller sind. Auch da spiele ich vereinfacht erstmal nur die Vorhalte zum Triller. Und natürlich im letzten Schritt alles drum und dran. Ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Falls ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist ja viel zu kompliziert, das kann ich nicht, muss ich ein bisschen mit euch schimpfen, denn die Hauptarbeit ist dabei, die Zählzeiten herauszufinden. Also wirklich sich klar zu machen, wie viele Schläge habe ich im Takt und dann sich mit einem Bleistift hinzusetzen und in seinem eigenen Stück, das man analysieren will, zu rechnen. Wo müsste der zweite Schlag sein? Und wenn jetzt eine Achtelnote kommt, ist die auf den Schlag, vor dem Schlag, hinter dem Schlag. Das ist reine Mathematik und das könnt ihr. Ihr müsst halt wissen, dass eine Viertelnote so lang dauert wie 2 Achtel und 2 Achtel so lang dauern wie 4 Sechzehntel. Das ist die lästigste Arbeit wahrscheinlich, aber wenn die gemacht ist, dann könnt ihr richtig loslegen. So, ich hoffe, das hat euch jetzt Spaß gemacht. Ich hoffe, das war, Ingrid, was du dir so in etwa gedacht hattest. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr das tut, denn das unterstützt meine Arbeit. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!